Ich hab meine überfahrene Katze vergraben im Garten, weil sie tot war und das Hirn hängt raus im Sommer. Und alle so, oh, Sommer. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butchbop, 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 Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butchbop 42 und der Macintosh Spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Ja, und ich bin Mike. Und wir haben Nachwuchs. Nachwuchs. Und der Komm schläft. sofort rüber. Ja, ich komme auch rüber. Ja. Und PJ steht hier auch entspannt rum. Wo ist eigentlich Abigail? Ach, Abigail ist in der Küche. Ah, okay. So, haben wir irgendwas hier im Gewächshaus? Bereit zur Ernte im Gewächshaus? 1. 1. 2 wunderschöne Kinder. Zum Ernten im Gewächshaus. Und erstmal Kaffee. Hallo, Ah, da ist Onkel Mike. Eine Sache, die ich hier gelernt habe. Jeder starrt dich an, wenn du anders aussiehst. Ja, ach, sag bloß. So, noch nicht den Namen verraten. Noch nicht den Namen verraten. Die Name-Reveal-Party. Das Kind rennt hier übel schnell durch die Gegend in seinem Stramm. Ja, Das PJ. ist nicht das Kind. Ja, das ist PJ. das andere Kind. Was Ja. ist das Das hier? andere Kind liegt in der ist das Krippe. hier ein Serverraum, oder? Ja, wird's noch. Ah, okay. Ein Baby. Da Das ist ein Baby. Komm, Ja, Mike, komm hoch zum Baby. Los, komm, wir stören's beim Schlafen. Los, steh auf, Kind. Tu was Lustiges. Jasmin. Ja, bester Name. Jasmine. Echt? Schon so? Bist ein Jasmin-Fan? Schon? Ich kenne keine Jasmin. Blümchen. Also ich kenne ein paar. Einer davon kann ich halt überhaupt gar nicht leiden, aber dafür kann ja der Name nix. Warte, obwohl. Kennst du die Sängerin Blümchen? Doch, natürlich kenne ich eine Jasmin. Hä? Natürlich kenne ich eine Jasmin. ja, also ich meine Blümchen kenn ich. persönlich. Ach so. Ich wollte gerade schon Ja, fragen, könnt ihr mich persönlich. hören? Achso. Weil Ja. alle so an mir vorbeireden. Blümchen. Obwohl, jetzt überlege ich nochmal. Nee, die heißt gar nicht Jasmin, die heißt. Doch, Jasmin Wagner heißt die. Blümchen. Ja, ich Das meine ist doch jetzt, wie ich Ja, ist mir persönlich egal. kenne. Ich will. Hey, kennst du Jasmin Die Wagner heißt nicht persönlich? Janine. Nicht Ach so, Jasmin, sondern Janine. Janine. Nee, Janine finde ich nicht so gut. Nee. Nee, Jasmin finde ich nicht so gut. Sorry an alle Janines da Janine. draußen. So, dann hüpfe ich jetzt mal hier ins Gewächshaus. Ja, habe ich wohl jetzt ein zweites Kind. Shit, Alter. Ja, Full House und so, Shit, ne? Alter. na hoppla. Hast du quasi Fuller House. Full House hattest du ja vorher schon. Es hat aber Nee, echt nicht lang. das Achievement, Ach so. meine ich dafür, Ah, gibt's da. Und das heißt Full House. okay. Weil jetzt ist es halt voll. Ja. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Sprenkler. Es ist Freitag. Es ist Freitag, meine Kerle. Ja, geht zu Krobus. Wir gehen alle zu Krobus, glaube ich, oder? Stimmt, damit wir alle einen Sprinkler kaufen können. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob man den mehrmals. Also ich will mitkommen, weil ich Kaufen immer noch oder- nicht weiß, Ich- wer oder was das sein soll. ja, Du hast ihn doch in der vorletzten Ich Folge habe gar nichts, kennengelernt. ich bin dumm. Stimmt. Obwohl, da steht nicht explizit, dass das Krobus war. Auch nicht, wenn du mit ihm redest? Nee, da steht nur Schattentyp. Stimmt. Na dann, Mike, ich warte am Ostausgang auf dich. Niemals Ah, ohne. hallo. Ah ja, hier. Rumpf. Oh, das ist Butch. Nice. Nice. Komm schon mal. Ja, komm ich schon. komme. Fang Komm mich, schon, Mike. fang Ja, mich. ich versuch's. Fang Komm schon, mich, Mike, fang komm mich. schon, Du Mike, hast mich komm schon, gleich. Mike. Fang mich. Weißt du, an was mich das erinnert? Heroin Hero. Ja. Fang mich! Fang mich. Komm schon, du hast mich gleich. Großartiges Spiel. Du schließt die Hallo, Kanallok und du Krobus. hast den Schlüssel auf. Okay. Ach stimmt, Mike kommt ja erstmal Hi, runter. ich war hier noch nie. Das erste Mal. Das Das erste Mal für dich erste hier. Mal tut's noch weh. Beim zweiten Mal Punkt, ist Punkt. es schön. Iridium-Sprinkler. I bought an Iridium-Sprinkler. Ja, ich kann auch nur jetzt einen, konnte ich nur kaufen. Ja. Hat jeder einen Iridium-Sprinkler gekauft? Also bei mir redet er gerade von Talisman. Und ich klick das einfach weg. Die Talisman-Quest. Okay. Danach kannst du ihn, glaube ich, nochmal Ein anquatschen. Verkäufer seltener und exotischer Waren. Ja, dann zeig doch mal, Alter. Punkt. Hey, vielleicht könnte ich hier einfach mal schnell jetzt. den Tantenkarpfen angeln. Ich kann eine Sternfallfrucht kaufen. Und ein Zepter der normaler Rückkehr. Karpfen. Ja, kauft ihr die Sternfrucht auch. Gern. Jawohl, kaufen. Weil ich meine, bringt ja mehr Energie. Nom. Ja. Nom. Schmecken immer noch Sommer, oder?
Du Na, je hast nachdem, einen was du eingegeben hast, was du Sternfallfrucht magst. gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken an Schwachsinn. Deine maximale Energie wurde erhöht. Okay, das klingt nach mir. Mein Kopf ist auch immer voller Schwachsinn. So, also was? Ich sollte hier einen Sprengler. Iridium-Sprinkler. Iridium-Sprinkler. Also ich kann hier gar keinen sehen. Ich sehe hier nur Schattenessenz, Solaressenz, Kristallbodenrezept, Schattenei, Zeichen des Gefäßes. Wow, ich hab den Mutantenkarpfen an der Angel. Ja, gut zu wissen, dass man spätestens hier ein Schattenei kriegt. Ein Monsterkamin. Verbrennt man. Den kannst du auch aus dem Möbelkatalog, den brauchst Ja, du nicht ich wollte nur gerade gucken, Also, falls du ob ihn man haben da möchtest. was erfährt, ob man da Monster verbrennt oder ob das einfach nur... Nee, der sieht einfach ein bisschen wie so eine fette, wie so ein Golbat, wie so eine fette Fledermaus sieht er aus. Kamin. Alter, dieser Mutantenkarpfen, ey. Der ist aber ganz Gleich schön hab Aber ich- wo wir mutiert, gerade ey. bei, Gleich hab ich bei ihn. Songs sind. Moment, gleich habe ich ihn. Da ist er! Mutantenkarpfenfisch. Der sieht aus, als wenn er sagt, Sehr ich hab Schmerzen. Oh, sogar Iridium-Qualität. Der kommt Wo in wir mein gerade bei Aquarium. Songs sind. Ja, auf Instagram gibt's eine Menge Songs. Ja. Instagram. Ich spreche aber von Songs, die absolut überbewertet sind, die aber in Allgemeinheit als voll tolle. Like a Rolling Stone? Ja, finde ich auch scheiße. So wie Last Christmas zu Weihnachten. Was ist das? Na, Like a Rolling Stone von, was weiß ich nicht, was angeblich der beste Song aller Zeiten sein soll. Kenne ich Ich nicht. kenne das, glaube ich, Ja, auch. hast du safe schon mal gehört. Ist so ein Ja, klar. Klassik-Rock-Scheiß-Ding, Welchen was Song weiß ich. ich total hasse, und zwar schon immer, der absolut gefeiert wird, was ich aber nicht verstehen kann, ist Black Hole Sun. Sagt mir gar Ja doch, nichts. ich kenne das. Noch nie gehört. Ich fand das Video geil. Hast du mal das Video gesehen? Das Video ist okay. Das habe ich ja, als Kind gesehen. Das aber hat, dieser dämliche Scheiß-Refrain wird einfach 1 Million Mal wiederholt zum ja, Schluss. stimmt. Black Hole Sun, won't you come? Und die ganze Zeit, Und Alter. dann diese, und es dann, hört und nicht dann auf. diese, Es hört und dann einfach gibt's nicht doch noch auf. diese Wendung danach. Black Hole Sun, here she come. Irgendwie so ein, Genau, und zum Schluss hört das einfach nicht auf. Won't you come? Won't you come? Sorry, aber das ist doch kein Lied. ja, das ist richtig. Jetzt, Das macht man einfach Genau. nicht. Könnt ihr mir eure Iridium-Sprinkler geben? Ein Scheißdreck. ich habe, können wie wir. gesagt, Ja. ich habe keinen gekriegt. Ich Ach so. konnte keinen kaufen. Na gut. Wo soll ich Dann denn hin? Butch, Also, ja, ich ich- schmeiß ihn Bin ich jetzt mit dem Pferd Bitte. abgehauen oder Komm habt her. ihr euch das zur Aufgabe gemacht, mein Pferd jetzt immer zu klauen? Ich habe nur meins genommen. Dann bin ich damit. Aber du kannst gern meins hab auch nehmen, deins weil, obwohl nicht. Ja, muss dann damit habe ich zum- das zum Doc. irgendwo, da habe ich das irgendwo abgestellt. Ich kann meins ja auch nicht erkennen. Eins von euch hat einen Hut auf. Das ist Ja, das ist meins mit dem und Strohhut. die anderen beiden sehen ja Vielleicht sollte ich meinem Pferd auch einen Hut aufsetzen. deinem Ja, mach das Pferd. Mache ich auch mal. F-E-H-R-T. Mein Pferd. Pferd. Genau. Habt ihr noch Songs, die absolut überbewertet sind? Like a Rolling Stone. Ja, also ich habe so ein Problem mit dem Song Last Christmas, weil, und jetzt komme ich zur großen Begründung, das wird ja immer zu Weihnachten gespielt und alle so, oh, Weihnachten. Und ich denke mir so, der Typ singt von einer furchtbaren Tragödie, die zu Weihnachten stattfand und alle tun so, als wenn er singt, Weihnachten, wir feiern alle Weihnachten, feiert mit mir Weihnachten. Aber in Wirklichkeit singt er, wie furchtbar es ihm ging. Und alle denken nur, weil er Christmas sagt und man Glöckchen hört, dass es ein Weihnachtslied ist. Ja, prinzipiell ist es einfach nur ein Love-Song, der zu Weihnachten Ja, passiert. eigentlich ja ein Love-Schmerz-Song, also Liebeskummer-Song. Ja. Ja, schon so. Ich weiß nicht, das ist ja so, als Ja. wenn ich jetzt über meine verstorbene Katze zum Beispiel singe und ab und zu Sommer dabei sage und alle denken, oh, was für ein geiles Sommerlied. Was für ein geiler Sommerhit. Ja, aber hab guck mal, meine Lemon Tree zum Beispiel ist ja auch Katze ein... vergraben im Garten, weil sie tot war und das Hirn hängt raus im Sommer und alle so, oh, Sommer. Ja, aber Lemon Tree ist ja zum Beispiel auch ein Song, der klingt total fröhlich und so, und es geht aber um halt Ich sitze da in einem boring room. Autounfall. Geht halt um Autounfall. Ja gut, aber das ist ja nun, Bei dem halt seine glaube ich, seine Partnerin gestorben ist. das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Ich habe immer nur Zitronenbaum im Kopf. Ich habe immer nur im Kopf, dass er in einem Raum sitzt und ihm langweilig Aber ist. aber ich, Nee, dass der Raum ich langweilig wurde auch ist. in der Schule mit diesem Song gequält. In Musik
Im Musikunterricht Lemon hat Tree? irgendwer mal Lemon Tree ausgegraben, irgend so ein Lehrer, und dann haben wir das. Aber da wurde auch nicht über den Sinn des Liedes gesprochen. Überhaupt nicht. Weil sonst, deswegen wundert mich das so, dass ich das nicht weiß. Aber halt immer nur so, ja, das Lied ist voll toll, das Lied ist von dem, und sie singen über einen Zitronenbaum, und die Melodie ist voll toll, und die spielt man so. Aber eben nicht, worum es ging. Und Ja, das irgendwie kümmert sich nie jemand darum, um was. ja, und das ist eigentlich total schade, weil das ist ja ist wirklich schade. Das ist ja, als würdest du über Essen sprechen, aber nicht erwähnen, was eigentlich drin ist. Ich habe hier diesen Auflauf, und alle reden von dem Auflauf, und dann hörst du irgendwann, da sind Ja, aber was denn für ein genau, Auflauf? ein Auflauf. Und dann alle mögen den, und irgendwann kriegst du zufällig mit, ach so, das ist ein Auflauf aus Schafsgedärmen. Okay. Dann möchte ich den natürlich gerne weiter essen. Ja. Manchmal geht es auch um eine Auflaufform. Ja, oder nur um die Und dass Form. sie weg ist. Und dass sie weg ist. Genau, sie ist weg, die Form. Also, Beziehungsweise man sie noch hat. ja. Die Form ist weg. Ja, nee, deswegen, ja, überbewertet. Also mir fällt immer dieses Like a Rolling Stone ein. Das muss ich mir gleich mal, wenn die Folge vorbei ist, muss ich mir das anhören. Hat damals, mein Musiklehrer hat das damals, also hat das nicht wertend erzählt, dass wohl mal irgendwie gesagt wurde, dass das angeblich der beste Song aller Zeiten sein soll. Das ist halt auch und ich finde den schwierig. unglaublich beschissen. Das ist halt schwierig, weil der beste Song laut wem? Ich meine, mit ja, genau, Geschmack also das ist halt doch, so, für mich ist es schon mal nicht der ja, beste wollte ich ja gerade sagen, Song. Geschmack ist ja Extrem vor subjektiv. allem, wenn du dann ein paar Jahre gelebt hast auf diesem Planeten und vielleicht mehrere Musikgenres feierst, dann findest du ein Schlagerlied plötzlich auch nicht also wenn du Schlager nicht hörst, dann kann ein Schlagerlied für dich nicht der beste Song der Welt werden, aber vielleicht Death Metal oder Techno oder mongolischer Kehlkopfgesang, was weiß ich. Das, was du halt hörst. Ja, deswegen. Das ist halt so, vor allem, ich denke mal so, nach welchem Maßstab wird denn auch gemessen? So, also, und wer setzt denn diese Maßstäbe überhaupt vor allem fest? Also, das Beste, in Bezug denn auf was? Auf was halt denn? gar nicht auf der Insel. Auf Zusammenspiel der Instrumente, Schönheit der Melodie, Text. Oder Reimschema oder was weiß ich. noch nicht mal, sondern, also eigentlich muss es dir einfach nur gefallen. Ja. Nee, aber ich meine, nach was für Kriterien haben diese komischen Leute das gemessen? Ich glaube, genau, das Pferd hier hat kein Ohr mehr, kann das sein? Na, du kannst es ja eigentlich kannst du besten Song aller Zeiten kannst du nur machen, indem du eine repräsentative Gruppe hast. Der Mainstream. Wo du halt alle Songs quasi zusammenholst oder alle können ihr Lieblingssong reintragen. Und dann wird abgewertet. Oder eine Auswahl an 10 quasi. Lieblingssongs. Und welcher Song dann die meisten. Das sind quasi Choice gewählt Award. Ja, aber theoretisch müsste ja der beste Song einer sein, bei dem die gesamte Gruppe geschlossen sagt, ja, stimmt. Da wenn nur einer Das ist halt sagt, die Frage, ob es einstimmig sein muss. Ja. Muss es einstimmig sein oder muss es einfach nur den meisten Mehrheit oder Mehrheit sagen wir gefallen. auf jeden Fall deutlich Zustimmung. Und wenn du jetzt 10 Leute 2 hast Drittel und Mehrheit. 3 sagen, er ist kacke, dann ist halt, weiß ich nicht, ob das dann noch in die Kategorie passt, ob da nicht zu viele, das ist halt das Definitionssache. Sind das denn zu viele Leute, die den schlecht finden und deswegen ist er nicht der beste Song? Oder geht es einfach nur um die Technik? Also wenn du jetzt zum Beispiel von Übungen im Fitnessstudio redest, zum Beispiel Kniebeugen, voll viele Leute mögen das nicht, aber für Beine sind Kniebeugen mit die besten Übungen, die du machen kannst. Sagt wer? Bodybuilder. Achso. Na gut. Wie kriege ich von dem Pferd den Hut wieder ab? Du musst das Pferd erschießen, anderen Hut es aufsetzen, essen und glaub dann ich. bleibt der Hut übrig. Nee, ich will nur den Hut abnehmen. Weil ich Ich außer glaube, den du musst einen Mikes- anderen Hut in der Hand halten dafür. Ach, du hast aus Versehen mein Pferd behutet? Ja, ich habe dein Pferd gehutet. Behutet. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Nein. Ja, ich habe leider nur dein Pferd behütet, nicht dich. Ich hab auf Instagram so ein Video gefunden von so einem Torwart. Also Fußball ist ja gar nicht mein Ding. Aber das war so ein Video, da hat der Torwart den Ball gehalten und kriegt den so voll ins Gesicht. So, pam! Autsch. Und dann liegt er da auf dem Boden und er so, und dann haben sie ihn wieder ins Tor gestellt. Dann kommt der nächste, schießt, trifft ihn wieder an den Kopf. Er so, und dann haben sie ihn wieder reingestellt und so in ganz vielen Variationen. Da fliegt der Ball gegen den Pfosten, dann gegen sein Gesicht.
Oder er legt sich zusammengekauert in die kleinste Ecke. Der nächste Schütze trifft ihn am Kopf. Immer ins Gesicht und alle so, wow, wow. Und dann wird wieder hingestellt und zum Schluss torkelt oder bleibt liegen, weil er nicht mehr hochkommt. Das ist Scott Sterling. Ja, das ist, Da gibt's eine ganze Reihe ist natürlich nicht in Wirklichkeit so passiert, aber ich meine, ich habe sehr gelacht. Da gibt es auch noch eine Volleyball-Version von und ich glaube auch noch eine Handball-Version von. Vollkommen bereit, Butch. Und vor allem der guckt immer, als wenn er sagen würde, hört auf, rettet mich. Weil dann dreht er sich extra schon mit dem Gesicht vom Und Ball weg. trotzdem. Oder er krabbelt schon aus dem Strafraum raus. Pampf. Und dann kommt das Ding gegen die Latte und kommt halt trotzdem noch direkt. Das ist halt Humor. Es ist Das ist wunderbar. Humor, den ich liebe. Ich liebe auch den nackte Kanone Scott Sterling, den nackte Kanone Humor. Nicht immer, Ja. aber ich liebe ihn. Was könnte ein Mann nachts um diese Uhrzeit im Puff suchen? Sex, Frank? Nein, danke. Großartig. Na gut, dann habe ich jetzt das behutete Pferd. Mit dem, Ja, ich mach meinem Pferd noch mit einen dem, anderen. na Hut brauchst auf. du ja nicht. Zwei Pferd, zwei. Na doch, ich will trotzdem Nee, noch ein kannst gutes du Pferd kannst haben. du ja machen. Aber musst du jetzt Mach nicht ich mehr, auch. weil 2 Pferde von 3 sind behutet. Behutet. Apropos behutet, Ja. kann ich jetzt noch ein bisschen über Ah Instagram ja, natürlich, herziehen? natürlich, Ja, klar. Wir haben selbstverständlich. dich ja, Okay. ich verkaufe. Ich finde Instagram irgendwie auch kacke, weil da, also gut ist natürlich, die Plattform an sich ist so, aber da gibt es ja wirklich nur Bilder und dann kannst du halt irgendwas drunter ballern. Videos gibt's Oder eben auch, Videos. So. Oh. Also vielleicht bin ich auch einfach so ein absoluter Facebook-Boomer, aber irgendwie, ich finde die Plattform als Social-Media-Plattform irgendwie nicht geil. Ja, das, was du gerade Weil ich sagst, denk mir so- kann ich quasi 1:1 fast zu Facebook sagen. Ich kann mit Facebook nichts anfangen. aber ich denke mir so, Facebook hat auch viel mehr Möglichkeiten Das kann als sein. Instagram. Aber ich habe Genau. das Gefühl, bei Facebook findest du die am meisten verballertsten. So Kategorie Fliesentisch und so. Hm. Weißt du, was ich meine? Bei Facebook hast du die meisten gefühlt Schwurbler-Kommentare von, also so, wenn du Familie Ritter kennst, dann würde ich die so zu Facebook orientieren. Irgendwie. Okay. Aber das ist halt auch nur die Erfahrung, die ich mit Facebook gemacht habe. Also, wenn jemand Facebook gut findet, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Das ist nur meine Erfahrung und die Meinung, die aus meiner Erfahrung resultiert. Ich bin auch bereit, meine Gedanken dazu zu ändern, im schlimmsten Fall, wenn ich feststelle, dass ich mich da geirrt habe. Ja, ich weiß halt Ich nicht. muss sagen, find's genau halt, diese Sache mit den Bildern auf Instagram ist genau das, wie es ja am Anfang eben Ja. auch war. Du hattest am Anfang bei Instagram lediglich Bilder, keine Hashtags oder sonst was, sondern nur Bilder. Aber- und du konntest noch nicht mal wirklich einen Text dazu machen. Das kam, glaube ich, auch erst später. Und genau das habe ich geliebt daran. Ach so. Aber warum? Weil es was anderes war. Es war halt nicht dafür gedacht, Ja, es am ist, Anfang hier sind meine etwas wie Bilder, Facebook friss zu oder sein. stirb. Es war halt am Anfang gar nicht dafür gedacht, was wie Facebook zu sein, sondern einfach eine App, wo du halt Bilder irgendwie bearbeiten konntest und die hochstellen konntest. Und dann ging es auch nur darum. Und das war geil. Quasi wie Künstler Genau ihre das Gemälde war abfotografieren. Weil für alles andere hattest du ja Facebook. Ja. Weißt du? Wobei für Videos ist ja auch YouTube immer noch für mich Ja, the way YouTube to ist auch go. unschlagbar. immer Aber noch. da auch, du kannst bei YouTube, du hast einen Community-Button, da kannst du Ja, was das ist ja schreiben, du ja, kannst ja. Shorts machen, du kannst Videos machen, du kannst kommentieren, du Ja. kannst liken, kannst abonnieren. Du hast halt so viele Möglichkeiten. Das ist richtig. Und ich finde halt auf Instagram hast du halt so wenig Möglichkeiten und das fuckt mich irgendwie ab. Also weil ich, Ja, ich denke mir so, Instagram- eine Social-Media-Plattform, wo ich irgendwie nur voll wenig machen kann, warum sollte ich das, also warum? So, Ja, aber also, die anderen Seiten, also es ist ja mittlerweile so, oder die allgemeine, der durchschnittliche Mensch hat ja alles. Der hat ja Facebook, genauso wie Instagram und YouTube und TikTok. So, eigentlich hat ja jeder irgendwie alles. Die Leider. Frage ist ja auch, was du So, willst. und deswegen brauchst du ja nicht, also genau das, was Instagram halt anders macht, wobei es ja auch schon sehr ähnlich ist zu den anderen Social-Media-Plattformen, ist genau das, wofür man es braucht. So bessere Bilder, es geht halt um Bilder, es geht um Videos, die du da hochladen kannst, so ein bisschen.
Und mittlerweile ist das aber auch, also das verschwimmt ja eh immer mehr und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich fand es eigentlich genau das immer toll, dass es eben so anders ist oder dass du für jede Aktivität oder für jedes Bedürfnis deine App Ja, genau. hattest. Was ist mit So. der Diversität? Und jetzt ist alles immer das Gleiche. Social Ja. Media Ja, Diversität. aber ich denke mir so, ich sehe ja dann trotzdem auf Instagram zum Beispiel Beiträge, also Bilder, ne? Weil du jetzt meintest, es geht nur um Bilder. Ja. Oder es ging früher nur um Bilder. Und trotzdem laden ja Leute Bilder mit Text dann hoch. Ja, ich weiß, weil sich das halt total geändert hat. So, und ich denke Es mir hat so, sich ja anscheinend ist ja der Bedarf nach Textbeiträgen genauso da, nur sie werden halt als Bilder verpackt. Wo ich mir denke, das ist ja auch irgendwie bescheuert. Absolut. Es gibt sogar wirklich ellenlange Texte unter Ja, den Bildern. stimmt. Aber Nee, nicht unter den Bildern, sondern Bilder, auf denen einfach, also Ach weißt so, du, so, einfach oh, so ja. so ein monochromer Hintergrund, sag ich mal. Ja, ja. Oder Spruchbilder. Und dann sind da einfach Texte. Meinetwegen, also zum Beispiel. also auch sowas- diese Tweets von Hotzo und so weiter. Ja, Meinst du oder das auch? sowas zum Beispiel. So, wo ich mir denke, hä? Das macht für mich keinen ja, Sinn. Also, ja, da, Ja, aber da das bin ist nun mal ein ich bei dir. Trend, das ist nun mal ein Trend, der hat sich so, das ist halt gerade da und das wird halt gerade so gemacht. Und man kann es ja geil finden oder nicht. Ja, Aber das ist ja nicht überall auf Instagram so, sondern es sind ein paar Kanäle, die das so ja, machen. ja. So Bilder mit einem, So, von daher- mit einem, weiß ich nicht, mit einem Löwen und dann nur das Schaf lässt sich Bestimmung machen, aber der Löwe oder irgendwie so eine Scheiße. Sowas finde ich auch voll widerlich, solche einfach nur Spruchbilder. Wenn du jetzt Das finde ich auf Facebook ganz ja, schlimm. auf Facebook ist es Das heißt, noch Wenn man Das solche heißt, alles- Beiträge macht und diese Gruppenbeiträge, wo das halt so eine Bilder halt sind mit so den Fragen oder den Beiträgen drin. Das verstehe ich Mir gar ist gerade nicht. noch was aufgefallen, was mich an Facebook so übelst abfuckt. Und wo ich auch meinte mit Fliesentisch-Geschichte. Wenn du auf Facebook, also es ist natürlich nicht in allen Videos so, aber viele Videos auf Facebook haben erstmal oben und unten so einen schwarzen Balken. In dem oberen steht die ganze Zeit der Titel von dem Video drin. Damit du auch während du das Video guckst gar Dass du nicht nicht vergisst, vergisst. was du da guckst. Und am Ende ist noch ein Emoji, damit du auch weißt, dass du gefälligst dabei wütend oder glücklich oder traurig oder horny zu sein hast, während du dieses Video guckst. Und ich denke mir so, für wie blöd haltet ihr mich? Ich habe dann teilweise, wenn mir einer so ein Video gezeigt hat, mit der Hand so den Text verdeckt, weil ich sonst das Video nicht sehe. Sonst sitze ich immer da, keine Ahnung, Katzen im Wald. Katzen Oh im ja. Wald, Katzen im Wald, Katzen im Wald, Katzen im Wald. Ich sehe das Video nicht. Ich lese die ganze Zeit den Text, weil ich denke, steht da noch mal was anderes irgendwie? Gehört das dazu? Ich verstehe das nicht. Ja, aber da jeder ja was hochladen kann, bist du nun mal nicht gefeit vor Scheiße. Natürlich, Ja, das natürlich. stimmt. Aber das, Also dafür kannst du aber die Plattform nicht. Doch. Social Media verstaatlichen. So, nein, auch ihr habt nicht. das zuerst gehört. Auch nicht. Ich finde, Dann gibt es nur noch ein also Einheits-Social ich finde Media. bei ihr, genau. Das Und soziale dann musst du Medium. noch, und dann musst du noch, Stimmt, das passt ja sogar übelst mit und Social. dann musst du noch einen Social Media Beitrag zahlen. Dann kommt die GZS. Ey, ich sag mal so, dann würden viele nicht auf Social Media rumhängen. Das Problem ne? Wenn sie ist, das machen müssen. wenn so eine Zahlung kommt, musst du dir ja bezahlen, egal ob du Social Media benutzt oder nicht. Stimmt. Deine Ja, stimmt. 90-jährige Du könntest Oma, ja. die nicht Du weiß, könntest wie ein ja. Handy funktioniert, muss es auch zahlen, weil sie könnte ja. Ja, Ja. selbstverständlich hat die Ich Zahlen. würde so gerne aufhören, GZ zu zahlen. So gerne, weil ich gar kein Fernsehen. GEZ gibt's gar Ist mir nicht egal. mehr. Oh, ich ja. gucke gar kein Fernsehen. Das ist der Und Beitragsservice ich höre von ARD. auch kein Radio. Ich finde das nämlich furchtbar. Trotzdem muss ich die Scheiße hör bezahlen. gerne Radio. Ich finde, wenn sie auf YouTube irgendwelche Arte-Videos oder so laufen haben, können sie einfach Werbung reinmachen und auch auf den anderen Kanälen da im Fernsehen einfach Werbung und die Leute in Ruhe lassen. Das Geile ist, auf ARD und so läuft ja Werbung. Das ist immer so eine Ja. Apothekenkacke. Also Pharmaindustrie ist ja da mega tief Ja, drin. toll. Ja. Dann können sie doch von denen das Geld nehmen. Und dann aber auch immer so Haftcreme-Werbung. Siehst du, Butch, ist ja schon wieder lange her, seit wir aufgenommen haben, aber seitdem hatte ich dir doch das eine Solmecke-Video, glaube ich, auch geschickt, dass die ARD doch noch mehr Kohle haben will. Oh. Ja. Weil, also die Begründung so in a nutshell war, ja, wir wollen mit solchen Streaming-Anbietern wie Disney Plus und Netflix und so mithalten können.
Ja, dann müssen sie Ich halt denke mir auch. so, ist doch das gar ist nicht- nicht eure Scheißaufgabe, mit sowas Nein, mitteilen ja, zu und wenn müssen. sie das. sollte auch gar Alter, nicht ich- deren und wenn sie Anspruch das sein. wollen- Und ganz Absolut, ehrlich, absoluten Hass habe ich da nur verspürt. Und ey, ganz ehrlich, die ZDF-Mediathek ist wirklich sehr gut. Ja. Erstens gibt es da gute Arbeit Originals, allein das ist es schon wert. Gibt es auch in der ARD-Mediathek. Aber die ZDF-Mediathek ist übersichtlich. Die ARD-Mediathek nicht. Da müssen die wirklich mal nacharbeiten. Ja, anscheinend Das ist brauchen sie nicht dafür gut. das Geld, dass sie da einen Praktikanten einstellen können, der ein bisschen aufräumt. Der Nee, und Jünger ganz ist. ehrlich, ich verstehe das nicht. Das ist doch gar nicht deren Auftrag, da bei irgendwelchen Dings mithalten zu Ja, müssen. und wenn sie mithalten wollen, dann sollen sie halt einfach. die sind doch genau das, damit sie das nicht Dann sollen müssen. sie halt einfach Qualität, also bessere Qualität meinetwegen, andere Qualität, was weiß ich. Und dann sollen sie jetzt, keine Ahnung, die Beiträge von den nächsten 3 Monaten in die Hand nehmen, das benutzen, um etwas zu verändern, meinetwegen Werbung schalten und dann die Bürger in Ruhe lassen. Mit der Scheiße. Ich finde es vor allem total krass, dass mit diesen ganzen Skandalen und Verschwendung von Die Geldern, Geschichte, ja, das ist ja sowieso noch mal eine ganz andere wo das Stufe. kommt raus und ein paar Monate später sagen die, ja, wir wollen noch mehr Ja. Geld. Ja, das ja, übertrifft- Das kannst du doch keinem, das kannst du keinem es passiert verkaufen. halt Also, nichts, Alter. Ein Skandal nach dem anderen und nichts. Ja, und vor allem geschieht, also. so richtig nicht einfach so, wir haben versehentlich ein Video, das doch nicht so informativ war, hochgeladen, sondern da sind Leute mit Privatjets in ihrer privaten oder beziehungsweise mit Jets durch die Gegend gefahren zu ihrem privaten Vergnügen oder haben Geschäftsessen für teuer Geld bezahlen lassen oder irgend so eine Scheiße. Na, erstmal ein Parkettboden. So. Mensch, ich hab gesagt, Parkettboden, nicht Parkettboden. es war doch vor Ja. allem auch der Massagesessel. Es Ja, war doch vor ja, allem sowas. auch der Massagesessel. Da Das ist fällt halt mir einfach echt. so krass und frech Ja. und ach. Ja. Ja. Und dann, wir brauchen ja mehr Geld, weil Qualität. Ich denke mir so, ihr wollt einfach nur noch mehr Jets und noch mehr Massagesessel. Pension, vor allem Pension ist wohl auch so ein Riesending. Ja. Also, ich weiß nicht. Ich bin da. Ich mag das Ja, nicht. Die ich sollen ihre find's scheiß auch Finanzen sehr Vor allem offenlegen. das sowieso. Politiker aber auch. Und finde ich. Ja. Und in meiner letzten Wohnung, ne, da war auch mal so ein Fernsehtechniker, da haben sie da irgendwie. Da war auch ein Nee, Politiker. die haben da irgendwas geändert und dann wollten die irgendwie meine Dose in meiner Wohnung anschließen oder irgend so eine Scheiße, da habe ich gesagt, will ich nicht, könnt da gleich draußen bleiben. Braucht er gar nicht in meine Wohnung, ich will das nicht haben. Und dann meinten die so, dann können sie kein Fernsehen gucken. Ich sag, ja. Oh nein. Ich so, oh. ja, das ist das Ziel. Und dann sind sie sich sicher, weil Fernsehen, ich gucke schon seit 20 Jahren Bildet. oder länger kein Fernsehen mehr und ich werde auch nicht damit anfangen. Also von mir aus könnt ihr das wirklich, lasst mich in Ruhe damit, schließt es gar nicht an, ist mir egal. Und dann haben die wirklich die Box echt nicht angeschlossen. Also haben sie gesagt, Ja, ich weiß es nicht, ich habe es nicht getestet, weil wie gesagt, ich will es nicht sehen. Ja, krass. Also wirklich überhaupt nicht. Ich habe früher nur so MTV und Viva und so geguckt, als ich 14 war, 15 so in dem Dreh, weil ich nichts anderes hat mich interessiert und Musikvideos waren kurz und wenn du mal auf beiden Sendern ein Scheißmusikvideo hattest, dann hast du dich mal kurz da durchgequält und dann kam wieder auf irgendeinem der beiden Kanäle was Cooles, also Sender. So, Ja. und dann kam die Jamba-Klingelton-Werbung. Oh, Und das war so von dem, das war von dem, der Ja. Untergang des Musik-TVs. Ruf mich an, Alter, ruf mich auf meinem Handy Ja. an. Okay, das war noch Und dann witzig. kam Ja, dieser bescheuerte Frosch und was weiß ich. Und weißt du, den einen Morgen, ich habe morgens immer, wenn ich mein Müsli gegessen habe, also diese Zuckerflocken, ihr wisst schon, wenn ich die gegessen habe ich immer in meinem Zimmer dann irgendwie Viva MTV geguckt, bis ich damit fertig war und noch so ein bisschen rumgechillt und dann in die Schule. Und dann saß ich da und dann kam auf einmal Ringe, Dinge, Ding, Ding und kleines Entchen und kleines Häschen. Crazy Und Frog. plötzlich sprachen alle davon. In der Schule auch. Ach, guck mal hier. Da macht einer sein Handy an, dann kommt Ring, Ding, Ding oder was. Und ich denke mir so, ey Leute, ist das euer Ernst? Ich bin dann in den Pausen von den Leuten weggegangen, weil ich diese Scheiße nicht hören wollte. Das hat mich abgefuckt. Ich bin aggressiv davon geworden. Ja, richtig schlimm. Und da habe ich dann den Fernseher ausgemacht und ihn nicht wieder angemacht. Eben nur, um meine Playstation anzuschließen, aber nicht um Fernsehen zu gucken. Meine Playstation 1, die Ja. ich heute noch habe. Ey, ich habe meine Sehr gut. PlayStation 1 auch noch. Geil.
Und auch meine PlayStation 2. Die habe ich auch noch. Und meine PlayStation 3 auch. Meine PlayStation 4 musste ich. Nee, die habe ich nicht. Meine PlayStation, ja, für die PlayStation 3 habe ich richtig viel, also ein paar Spiele. Für die PlayStation 2 habe ich keine Spiele. Oh, ich habe Und die. noch so. Nee, ich sag's nicht. Strafrechtlich Und die relevant. Vierer, die Vierer, da hatte ich irgendwie 2 Spiele. Killzone, das war mit dabei, das habe ich aber nie gespielt. Oh, Killzone, Ja, ich großartig. spiele keine Shooter mit Controller, ich kann das nicht und ich will es auch nicht lernen. Ah, das ging bei mir schon klar. Bei Ich mir auch nicht. Ich hab's die Woche mal wieder probiert. Ich kann es nicht und ich will es schön. bis jetzt auch nicht. Und deswegen habe ich dann habe ich meine PlayStation 4 an einen Kumpel irgendwann verkauft, weil ich Geld brauchte und er seine kaputt gekriegt hat. Und dann hat er die gekriegt und die 5er, da habe ich dann gesagt, also bei der 4er habe ich schon kein Geld für die Spiele gehabt, da wird es bei der 5er nicht unbedingt anders sein. Ja, ist einfach mega teuer. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge, denn diese ist Ja, und vielleicht Richtig, dann wisst ihr, was kostenlos ist? Unsere YouTube-Videos gucken. Yeah! Und wisst ihr, was auch kostenlos ist? Mikes YouTube-Videos und gucken. bei mir gibt's keinen Text über dem Video dauerhaft und auch keine Emojis, die euch Siehste. vorzuschreiben haben, welche Emotionen ihr zu fühlen habt. Oh, ich habe eine Idee für ein Thumbnail. Nein. Oh, ganz schlimm. Nee, deswegen, ja, guckt gern unsere Videos, das ist kostenlos. Hier, worüber haben wir noch Erzählt's so euren gesprochen? Freunden. Erzählt's euren Und Freunden. eurer Hier Katze. wird euch nicht vorgeschrieben, was ihr. Obwohl, bei YouTube ist das auch so. Da steht unten drunter die ganze Zeit, was das für ein Video ist. Es läuft halt nur nicht so entlang. Aber naja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Da geht's auch noch mal ganz grob um YouTube, habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen. Wir haben es heute endlich mal geschafft, Sprinkler zu besorgen. Ich habe die sogar schon auf der Insel Sprenkler. gesetzt. Und in der nächsten Woche machen wir bestimmt auch was. Stimmt. Denke ich auch. Stimmt. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann abonnieren und Glocke und so. Und Genau. dann sehen wir uns hier nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss.